Heute geht es um einen märchenhaften Teich, um den sich einige Legenden ranken. Folgt mir, wenn ihr euch traut. Willkommen, Freunde des Märchenhaften. Euer Totengräber befindet sich hier auf dem Hohen Meißner, einem Gebirge in Hessen. Eigentlich sollte mich mein treuer Leichenwagen bis zum Ziel bringen, aber aufgrund einer gesperrten Straße muss ich den letzten Kilometer zu meinem mystischen Ziel wandern. Durch urwüchsige Wälder, vorbei an alten, verschlossenen Stollen und, meine Freunde, vorbei an dieser Aussicht. Ich befinde mich hier auf etwas über 600 Meter Höhe und diese weiße Watte unter mir ist der Nebel, der das Tal bedeckt wie ein Leichentuch. Die Luft riecht manchmal merkwürdig, schwefelig. Dies hat aber nichts mit dem Teufel zu tun, sondern damit, dass es hier unterirdische Schwelbrände von Kohleflözen geben soll. 300 Meter weiter bin ich endlich am Ziel, der Frau-Holle-Teich oder auch Hollenteich, das höchste stehende Gewässer in einem Umkreis von 50 Kilometer. Unter seinem Namen wurde der Teich schon 1641 beschrieben. Ich bin auch längst nicht der erste Sagensammler hier. 1821 waren die Gebrüder Grimm hier zu Besuch, die ja nicht nur Märchen, sondern auch Sagen und Mythen sammelten. Und die gibt es hier zuhauf. Fangen wir mit den offensichtlichen an. Natürlich ist der Teich nach der Frau Holle aus dem Märchen benannt. So soll dieser Teich auch ein Zugang zu ihrem Reich sein, wie der Brunnen im Märchen. Obwohl es heißt, der Teich wäre unendlich tief, soll an seinem Grund ein silbernes Schloss stehen, in dem Frau Holle wohnt. Es soll umgeben sein von einem wunderschönen Garten voller Blumen und Obst. Mittags soll man gelegentlich Frau Holle sehen, wie sie als junge Frau in diesem Teich badet. Für die, die das verpassen, steht eine über 3 Meter hohe Statue der jungen Frau Holle am Teich. In der Hand hält sie ein Kissen, denn wie wir wissen, schneit es auf Erden, wenn Frau Holle ihre Kissen ausschüttelt. Also früher hielt sie ein Kissen. Leider ist die Figur von Vandalen beschädigt worden. Dass ich diesen Teich gerade jetzt besuche, ist kein Zufall. Nach altem heidnischen Glauben sind die 12 Nächte um Silvester herum die bekannten Rauhnächte. Eine Zeit, in der die Tore zur Unterwelt offen stehen und unsere Welt durchtränkt ist vom Übernatürlichen. Während dieser Zeit zieht die wilde Jagd durch den Himmel, heißt es. Eine Masse an Seelen von zu früh Verstorbenen fliegt mit Johlen, Stöhnen und Gerassel durch die Luft. Je nach Quelle und Region angeführt von verschiedenen Sagengestalten, wie dem Gott Odin. Dieser wird dabei begleitet von seiner Frau Frigg, auch Frigga oder Fria genannt. Sie ist die Schutzgöttin der Ehe, des Lebens und der Mutterschaft, sowie die Hüterin des Herdfeuers und des Haushaltes. Nach ihr ist unser Freitag benannt, und manche SagenforscherInnen sind der Meinung, sie könnte der Ursprung von Frau Holle sein, nicht zuletzt durch ihren Beinamen die Huldvolle, also Hulla. Und so heißt es, Frigg würde nach der wilden Jagd die Seelen der Verstorbenen durch diesen Teich in die Unterwelt führen. Tja, und dann gibt es noch einen Mythos, von dem ich nicht sicher bin, wie ich euch den erklären soll, meine Freunde. Kurz und schmerzlos, es heißt oft, aus diesem Teich würden die kleinen Babys kommen.
Ja, so habe ich auch geguckt. Ich denke, ich muss mich noch mal mit meiner Biologielehrerin unterhalten. Die hat mir etwas völlig anderes erzählt. Ich weiß auch nicht, welche Version ich gruseliger finde. Die einer natürlichen Geburt mit ihren möglichen unappetitlichen Nebenwirkungen oder den Gedanken, dass an einem nebligen Morgen kleine Babys aus dem Teich gekrabbelt kommen und sich auf den Weg zu ihren Müttern machen. Oder wie es in manchen Quellen heißt, hier vom Klapperstorch abgeholt und zu den Müttern gebracht werden. Wahrscheinlich ist es aber auch nur symbolisch zu sehen, denn früher gab es hier den Brauch, dass junge Frauen in dem Teich badeten, um Fruchtbarkeit zu erlangen. Die Natur hat dieser Sage ihren eigenen Teil hinzugefügt, denn eine der Tierarten an diesem Teich ist die Geburtshelferkröte. Wie passend. Langsam wird es dunkel und ich sehe wohl besser zu, dass ich mich vom Gottesacker mache, bevor die wilde Jagd eintrifft. Denn es heißt ja, wer der wilden Jagd begegnet, läuft Gefahr, dass seine Seele mitgerissen wird und die Jagd begleiten muss. Vielen Dank, dass ihr mich heute begleitet habt und eine gute Nacht.